Willkommen bei diesem Makro-Video, in dem wir uns den Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph von Hamilton etwas genauer anschauen wollen. Die Highlights dieses von einem Archivmodell der 1970er Jahre inspirierten Fliegerchronographen, welcher damals bei der Royal Air Force im Einsatz war, sind neben dem Hamilton-exklusiven Handaufzugswerk vor allem die Gehäuseform und das Zifferblatt im Retro-Stil. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Vielen Dank an Hamilton für das Sponsern dieses Videos. Das asymmetrische 40 mm Gehäuse der Khaki Pilot Pioneer fällt vor allem durch die Auswölbung an der rechten Gehäuseflanke auf, welche für einen integrierten Schutz von Krone und Drückern sorgt. Auf dem leicht strukturierten und schwarzen Zifferblatt sorgen lackierte Markierungen und arabische Ziffern dank ihrem bräunlichen Farbton für den Vintage-Look. Die Stundenmarker sind, genau wie die größeren Ziffern bei der 12 und 6 und der Minuten- und Stundenzeiger mit Leuchtmittel beschichtet. Im Dunkeln sieht das dann so aus. Auf dem linken Totalisator, also Hilfszifferblatt, wird die kleine Sekunde angezeigt. Auf der rechten Seite die Stoppminuten. Dieses klassische Bicompax-Layout kommt zudem ohne eine Datumsanzeige aus und verzichtet im Freiraum über der 6 auf platzfüllende Textbausteine. Über dem gesamten Zifferblatt erstreckt sich ein derzeit in der Swatch Group beliebtes Detail. Ein Boxglas aus besonders kratzfestem Saphirkristall rundet das Modell standesgemäß ab und verstärkt den historischen Charakter, denn es erinnert an die einstmals verwendeten gewölbten Plexigläser. Das Grundmaterial, also der Saphirkristall, wird synthetisiert und muss dann aufwendig in Form geschliffen werden. Die Lichtreflexe und Verzerrungen über dem Zifferblatt sind zwar nicht ganz mit denen eines Kunststoffglases vergleichbar, kommen ihnen aber sehr nahe. Mir gefällt das Gehäuse als Ganzes und vor allem auch durch seine matte Oberfläche sehr gut. Durch die asymmetrische Form bekommt es etwas mehr Komplexität, bleibt aber durch die weitere Ausgestaltung in Anführungszeichen simpel genug, um dem militärischen Hintergrund gerecht zu werden. Am Handgelenk wirkt das Gehäuse etwas größer als andere 40 mm Uhren und das liegt wohl vor allem daran, dass das Modell sehr massive Flanken und Bandanstöße hat. Die Chronographendrücker, welche gemeinsam mit der Krone in die Auswölbung an der rechten Seite im Gehäuse verschwinden, müssen mit dem typischen Druck bei Valjoux-Konstruktionen betätigt werden, um den Zeitschreiber zu starten. Dass die Uhr dann noch mit Handaufzug betrieben wird, zementiert das Retro-Gefühl noch weiter. Bei der Wasserdichtigkeit gibt es gute Nachrichten, denn sie fällt mit 10 bar, also 100 Metern, deutlich moderner aus, als der Chronograph es auf den ersten Blick vermuten lässt. Das verbaute Werk, das Hamilton H51 SI, ist in dieser Form exklusiv bei Hamilton zu haben und basiert auf dem eigentlich automatischen ETA Valjoux 7753, bei dem aber absichtlich die Automatikgruppe inklusive des Rotors durch eine Deckplatte bzw. Brücke ersetzt wird. Hinzu kommt eine Spiralfeder aus Lithium und eine erhöhte Gangreserve von 60 Stunden, deutlich mehr also als beim Basiswerk, welches eine Gangreserve von 42 Stunden aufweist. Das H51-Werk wurde bereits im Hamilton Intramatic Chronograph verbaut und auch dazu hatten wir ein Video gemacht. Und es ist ja ganz interessant, dass Hamilton hier sozusagen auf das 7753 zurückgreift und es zum Handaufzug umbaut, nur um dieses Vintage-Gefühl zu haben. Aber das muss ja keine schlechte Sache sein, denn dadurch wird der Preis ja auch unten gehalten. Außerdem stimmt es so genauer mit dem Vorbild aus den 1970ern überein. An eine Uhr mit Handaufzug muss man sich gegebenenfalls etwas gewöhnen, wenn man sonst Automatik- oder gar Quarzwerke gewöhnt ist, bei denen man nicht dauernd aufziehen muss. Für mich persönlich ist es allerdings eine schöne Möglichkeit, mich täglich ein bisschen mit meiner Uhr zu beschäftigen. Und bei der Khaki Pilot Pioneer ist es ja auch nicht gerade aufwendig nachzujustieren, falls sie mal stehen bleibt, denn ohne Datumsanzeige ist es ja nur eine Sache von wenigen Sekunden. Getragen wird die Uhr an einem doppelt gelochten Lederband mit einer zweidornigen Schließe, die auch so ein H wie Hamilton symbolisiert. Und das Armband selber ist 22 mm breit,
läuft nicht schmaler zu und ja, sorgt zusammen mit dem massiven Gehäuse für eine starke Präsenz am Handgelenk. Und das könnte für das ein oder andere schmalere Handgelenk schon glatt etwas zu viel sein. Deswegen lohnt sich, wie bei den meisten Uhren, einfach mal eine Anprobe des Modells. Zum Preis kann man eigentlich nur sagen, dass auch nach einer aktuellen Preiserhöhung um 100 €, was wir natürlich eigentlich nicht so gerne sehen, immer noch mehr als fair bepreist ist. Der kostet derzeit 2095 € und ist für einen mechanischen Chronographen und dann auch noch mit Silizium-Spiralfeder jetzt nicht zu viel verlangt. Ich hoffe, ich konnte euch in meinem Video einen Überblick über den Khaki Pilot Pioneer Fliegerchronographen verschaffen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch auf YouTube und schaut euch auch unsere anderen Videos an. Gerne auch einfach mal auf unserer Webseite amannuhren-online.de vorbeischauen und ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.